Kaum etwas ist zurzeit so dominant in den Medien wie die Flüchtlingskrise. Während die meisten Medienberichte das Thema aus großer Entfernung betrachten oder im Fernsehstudio diskutieren, haben wir versucht, den betroffenen Menschen vor Ort eine Stimme und ein Gesicht zu geben. Wir sprachen mit Flüchtlingen aus Syrien, Afghanistan, dem Iran und vielen anderen Ländern dieser Erde, aber auch mit vielen Helfern vor Ort, wie mit den Verantwortlichen des Roten Kreuzes und den Ärzten ohne Grenzen. Für euch waren wir an der deutsch-österreichischen Grenze bei Wegscheid sowie an der österreichisch-slowenischen Grenze bei Spielfeld und haben das Flüchtlingslager am griechisch-mazedonischen Grenzübergang bei Idomeni besucht, welches mittlerweile geschlossen wurde. In zahlreichen Gesprächen haben wir versucht, so viele Antworten auf offene Fragen zu bekommen, wie es uns möglich war. Wie war der Weg Ihrer Flüchtlingsroute und mit welchen Unwägbarkeiten hatten Sie zu kämpfen? Really, you can't imagine. Anybody who doesn't experience can't imagine this trip. Because it's 24 days we are on way with difficulties, many difficulties. For example, the first, border between Iran and Turkey, attack, shooting, everything. Some people are dead by the Iranian police. And we have our friend that crossed from here to Serbia and they died. And friends coming from Turkey, the boat is sink to the water, 60 people died, but it's no news for them. She says they have lost an 8-month baby in the water. We want to go to Germany, but we can't cross from here. Half of these people changing religion from Muslim to Christian. Some people like me run out from army. My army say you should fight for Syrian people. I don't want fighting for them. Die Gründe der Flucht sind so vielfältig wie die Menschen selbst. Eines aber eint sie bei allen Unterschieden: die Suche nach einem besseren Leben in Frieden. Viele Menschen beteuerten uns gegenüber, dass sie einen legalen Weg der Einwanderung beschreiten wollen. No, we try to come in like correct way. We come in all like when we come into Greece, we put in our fingerprint to say who we are, and we give them our name. I'm just 19 and I want to grow up. I want to graduate. All the Syrian people here, I'm 100% that they don't care about politics. No, I'm coming here just to study. I don't care about the politics views. I don't care about the politician in general. I just want to complete my study and be building my future. Für viele Leute scheint es ein großes Anliegen zu sein, dass sie so schnell wie möglich arbeiten können. Allerdings werden viele Menschen in ihren Hoffnungen enttäuscht, da die Gesetzeslage in Deutschland, einem der Hauptzielländer, ihnen einen schnellen Einstieg in den Arbeitsmarkt verwehrt. We come into this country to help. We can create a job. We're not coming here to take people jobs. Everybody can open business. Other nationalities asked me on the way, how much do they pay in Germany? I said to them, are you getting there to get paid? Auch ist die Lage für die Sicherheitskräfte und Helfer nicht einfach. Es ist auch das erste Mal in der Geschichte der Ärzte ohne Grenzen, dass sie in Europa arbeiten müssen. Wir als Rotes Kreuz sind vorerst für die humanitäre Versorgung zuständig. Wir versorgen die Patienten, die Flüchtlinge, wir betreuen sie. Sie bekommen hier adäquate medizinische Versorgung seitens der Ärzteschaft und Diplompersonal. We don't know how it will happen if the European countries will close the border. We will have more and more people here stuck, like in a trap, I will say. Für mich persönlich selbst betrachte ich es so, es ist die humanitärste Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg für mich. According to some observators, the most important displacement of population in Europe since the Second War. Man muss vielleicht unterscheiden, die Migrationslage ist schwierig und die Sicherheitslage haben wir als Bundespolizeibeamte im Griff. Die Eindrücke sind für uns Beteiligten seitens des Roten Kreuz sehr impulsiv, nachdenklich, was sich hier abspielt. Die Stimmung hier in der Bevölkerung, in der Halle unter der Mannschaft ist gut, die Hilfsbereitschaft ist sehr groß. Wir haben täglich um die 60 Mitarbeiter davon, ca. 40 freiwillige Mitarbeiter hier im Einsatz. Die schon jetzt angespannte Situation wird durch den aufkommenden Winter nicht leichter werden. We are very afraid because we know that during the winter their journey will be very, very difficult. So we have also to think about it and we try to be prepared, but Médecins Sans Frontières, we are not able to manage or to substitute to the authorities and to the people who have to take the decision in order to avoid that these people they die during their journey.
Ja, der Winter steht bevor, ist richtig. In normalen Zuständen im November hätten wir hier schon Schnee gehabt. Ja, von der Bundespolizeiseite her sind wir gut aufgestellt und wir frieren auch nicht. Und ja, wir sind also für die weitere Aufgabenzuteilung hier gut gerüstet. Auf ihrer Route gerieten viele in die Hände der lokalen Mafia. In der Türkei organisiert die Mafia die Überfahrt nach Griechenland und zwingt Menschen teilweise mit Waffengewalt in viel zu kleine Boote. In Serbien werden Flüchtlinge von Mafia-Angehörigen unter Vortäuschung falscher Versprechungen in Taxis gelockt und danach ausgeraubt oder einfach in die Wälder gefahren, nachdem sie Preise von bis zu 1.000 Euro für eine Taxifahrt bezahlt haben. I will not make it long. The taxis were from mafias. They took us to the middle of nowhere. It was a small area and small station. We stayed there about 8 hours with nothing, with no taxis, no police, no organizations, nothing but the taxis. And after 3-4 hours, they said, no train will coming. We will take you to Kureysa by 1,000 euros for a taxi. And we were very, very afraid. They were all mafia. Just brought us there to take our money. So I recommend all people don't get far from the organizations. Because we close our border, we push them, I would say, to take a lot of risk. And you have a lot of smugglers, traffickers who abuse a lot of these people. Viele Hilferufe der Menschen richten sich an die internationale Staatengemeinschaft und auch im Speziellen an Angela Merkel und die deutsche Regierung. Im August 2015 hatte die Bundeskanzlerin auf der Sommerpressekonferenz mit ihrem Ausspruch "Wir schaffen das" in den Augen vieler Flüchtlinge eine Einladung ausgesprochen. Miss Merkel, exactly I heard, came Iranian, came to German. German needs you. From Turkey, they lie to us. They say everything is perfect. And we will come into Greece. They say the border is open. And we pay for the boats, for the taxis, for buses, every penny. And when we come here, they say the border is shut. And we come and we have some food for us. No, the camps is all full. We sleeping in streets. And the food we pay by our pocket. If you don't let us to go to Europe, why do you give us paper in Greece? Why do you do that? It is a disaster for UN, for all of the community of the world. All of the people, if back to Iran, will be killed. We just want Ms. Merkel help us. Bei so vielfältigen Charakteren, Hintergründen und den unterschiedlichsten Geschichten sollte man nicht pauschalisieren. Aufgrund der Sprachbarrieren konnten wir natürlich nur einen kleinen Einblick gewinnen. Bei allem bleibt ein fader Beigeschmack, denn die Situationen, die wir erlebt haben, gingen nicht spurlos an uns vorbei. Was uns am meisten auffiel, war die große Hilfsbereitschaft in der jeweiligen lokalen Bevölkerung. Ohne dieses enorme Engagement der ehrenamtlichen Helfer wären die staatlichen Behörden wahrscheinlich schon längst an dieser Herkulesaufgabe gescheitert. What European people did is a great thing. Look, the people come from their homes to here to the mountains just to clean, just to give us food. The moment that Syria went to the peace, the next day I will book on the next flight to Syria, because that country needs us to build it. And we keep smiling, and we have hope tomorrow is going to be better. You can see the rain is start, and the snow is coming, and we have the hope, because we put our life danger for 99% to die. Egal welche Meinung man in dieser Sache vertritt, wir sollten schnellstens Lösungen finden und diese sollten uns nicht 25 Jahre zurückwerfen, in die Zeit der geschlossenen Grenzen. The media in our country and your country focus on specific thing. Especially the political thing. We don't know that. We don't want this. It's about human rights, human feelings. It's not about politics at all.